Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes, Trades of Cold Steel. Wir befinden uns immer noch mitten in den Festivalvorbereitungen, mitten in Trista. Alles ist unverändert. Wir haben beim letzten Mal mit wahnsinnig vielen Leuten gesprochen, genauso wie beim vorletzten und auch beim vorvorletzten Mal. Aber es ist ein Ende in sich, denn wir haben beim letzten Mal auch alle optionalen Sidequests schon mal abgearbeitet. Und das Einzige, was jetzt noch offen ist, ist das Anliegen von der guten Beatrix, die auch noch Wehwehchen hat, bei der sie Unterstützung benötigt. Und da werden wir natürlich nicht Nein sagen. Sie war auch immer für uns da. Insofern ist das andersrum natürlich genauso. Hallo, gute Frau. Hello, Schwarzer. Wir haben auch einen Vornamen übrigens. You wouldn't happen to be here in response to my request, would you? That's right, today I'm here on behalf of the Student Council. The request said you needed someone to give students permission slips, correct? Yes, these slips prove that the student is upholding the necessary health and hygiene standards to sell food on campus. Any and all students planning to sell food, whether at a stall or at an attraction, must have one to do so. To some gourmands, keine Ahnung, these slips are the most important part of the festival, and yet a few of our students still haven't collected theirs. I'm starting to get a little worried. Aha, so that's why you need someone to deliver them. You hit the nail on the head. Ich habe gerade on the bed gelesen, aber das wäre falsch. I do it myself, but people tend to be accident prone this time of year, so I need to be here in the infirmary. Sorry to push this on you when I'm sure you're already swamped, but such are the dangers of helping the student council. That's perfectly fine by me. I'm happy to help. What a guy. In that case, let me tell you where to deliver everything. First on the list is Nicholas from the cooking club. They'll be holding cooking classes during the festival. I assume he's so focused on all of the preparation that he's forgotten to come to get one thing that will let him cook. The one thing that will let him cook. Probably a good guess. Next up, we have Class 4's Eastern Tea House. As the name implies, they will be dealing in tea, sweets, and relaxation. I do believe it was Colette's job to pick up their slip. Now it's yours to get it to her. She's a sweet girl, if a bit on the clumsy side. It probably just slipped her mind. Colette war doch die ganze Zeit mit der etwas älteren Dame, sage ich mal, ständig shoppen gegangen ist, ne? That sounds like something she would do. At least she probably won't lose it if we bring it straight to her. Lastly, we have the two food stalls belonging to Becky and Hugo. You'd think they'd be the first to get their slips. I've heard the two are trying to outsell one another. If they don't have their slips, they'll tie at 0 units each. They're probably too busy arguing to even think about stopping by. Maybe getting their slips will calm them down. Das glaube ich nicht, aber wir bringen es trotzdem vorbei. So, to recap, Nicholas from the cooking club, Colette from class 4, and then Becky and Hugo, correct? Oder Hugo. You've got it. Here are the permission slips. Remember, the fate of the festival's food is riding on these. They're very important. Be sure to handle them as such. On top of that, each slip has the name of the person you need to deliver it to written on it. Don't get them mixed up. Nein, das machen wir nicht. Da haben wir in der letzten Folge schon festgestellt, was das anrichten kann, wenn wir Dinge miteinander vertauschen. Ne? Ich erinnere nur an den Lieferanten, der mit seinen Päckchen nicht so wirklich klar kam. Understood, I'll be extremely careful. I never expected so much would be riding on this job. I need to make sure everything is perfect. Oh, calm down. It's a simple request, even if it is important. Let me know how it went once you're done. Will do. Ja, schon allein, um unsere Belohnung abzuholen. Ne? Kommen wir sowieso nochmal vorbei. Also daran wird's nicht scheitern. So, Beatrix und sonst so. Please deliver these permission slips to the students who've yet to collect them. The first one's for Nicholas, the head of the cooking club, and the next for Colette. Ja, okay, das wissen wir. Ich dachte, sie kommentiert jetzt vielleicht noch irgendwas anderes. Es gibt ja auch noch andere Themen außer ihre Request-Geschichte, aber für sie hat das Prio und das ist auch völlig okay. Wir wollen ja nicht, dass irgendwann mal das Gesundheitsamt um die Ecke kommt und uns hier das Festival madig macht, ne? Das wäre nicht im Sinne des Erfinders. So, wir starten mal mit dem Cooking Club, einfach weil sie den als erstes in den Ring geworfen hat.
So, da steht sie auch schon. Immer noch alleine. Oh mein Gott. Miriam alleine in der Küche lassen. Ich weiß nicht, ob das taktisch so klug ist, aber naja, noch lebt sie. Noch hat sie sich nichts abgeschnitten. I don't see Nicholas anywhere. Hey Miriam, quick question. Do you know where Nicholas is? Nicholas? He said he was heading out to get some ingredients and stuff. So I guess he's probably at the general store in town. Right, thanks. I probably regret this, but what are you making? My own super special cookies. Nicholas asked me to make a whole bunch of different types. These ones have got hot chili peppers in them. Wanna try one? No thanks, I couldn't deny someone else the privilege. For what it's worth, it seems like she fits right in with the cooking club. Now to head into town and find Nicholas. Das werden wir. Ich würde sie tatsächlich auch in Real Life nicht mal probieren, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich gespannt wäre, wie die Kombination schmeckt, aber so ganz scharf, nee, brauche ich nicht unbedingt. Was war das? General Store, ne? Ja, genau. Das andere war ja die Boutique, da werden wir ihn vermutlich nicht finden, aber da ist er auch schon. Hi, excuse me, Nicholas. I'm here to deliver your permission slip for the Academy Festival. Oh, sorry to make you come all this way just for that. Certain issues with the people I ordered the ingredients from have been keeping me busy. I've been trying to get in contact with other sellers and plan out menu changes all at once. It's been messy. I was dead set on picking up the permission slip today, though. Instructor Beatrix was thinking just that. Anyway, here you go. Okay, er hat es also nicht vergessen. Thanks a lot. I'm surprised that you realized how busy I'd be, though. It's kind of nice to have such an attentive instructor. I suppose she picked up that situational awareness from her time in the military, though. Ja, oder sie hört halt den Leuten zu und guckt sich genau um, ne? Oh, I wasn't aware of this. Yep, she used to be a medical officer. Apparently she was even famous enough to get some widely recognized nickname. Now I'm curious to hear more. That's all I know, really. Thanks for delivering the permission slip, though. I'll head back to the club and stick it somewhere where it will stand out. Please do. Sehr schön. Damit wäre Nummer 1 erledigt. Wo ist er denn hin? Direkt abgedüst, der Gute. Das konnten wir nicht mal Tschüss sagen. So, wir haben aber noch weitere Leutchens, die das noch gebrauchen können. Und ich kann mir jetzt nicht mal 3 Leute merken. Colette war die zweite, aber die dritte Person, die habe ich gerade schon wieder... Ach, das waren Hugo und Becky. Okay, doch, alles gut. Alles gut, es ist wieder in mein Mind geslippt quasi. Aber erstmal sie. Hey Colette, have you got a minute? I've got something for you. Oh, I've always got time for a gift. Here we are. Ich glaube, das ist nicht die Art von Geschenk, über die du dich ganz besonders doll freust. Aber sie spart Zeit, dadurch, dass wir ihr das vorbeigebracht haben. Ist ja auch ein gutes Geschenk, oder? Huh? Oh yeah, I completely forgot. That was a close one. Can't exactly have a tea house without tea. Whoops. Sorry you had to come all the way over here to deliver it, Reen. Hey, no worries. But do me a favor, try not to get me tasked with any last-second deliveries on the day off. We'll see about that. Thanks a lot. Das war kein Nein. Das war kein Nein, aber okay. Mal gucken, was passiert. Am Ende dürfen wir noch Lieferjunge spielen, am Tag des Festivals selbst. Naja, auch da würde Reen vermutlich nicht Nein sagen, wenn es hart auf hart kommt. Ist nur blöd, wenn er gerade auf der Bühne spielt und sein Programm da runterspult, ne? Das sollte dann idealerweise vorher schon erfolgen, wenn es da Bedarfe gibt. So, ihr zwei. Ihr habt da was vergessen. Yeah, Hugo, this is my spot. So bold. Terribly sorry, Becky, but it's my spot now. I applied for it first. And by extension, that means I get priority. Aye, but I brought all my stuff here first. The application papers were vague as to what they meant by in front of the main building, but this is the exact spot I had in mind when I applied. I'm terribly sorry, Becky, but you'll have to concede. No chance, mate. I had my eyes on this spot way before you. Das erinnert mich so ein bisschen an die Streitereien in Celtic. Erinnert ihr euch noch ganz am Anfang auf dem Markt, wo die sich auch die Köpfe eingeschlagen haben? The permission slips really are the last thing on either of their minds. Sorry to interrupt, but I have something for each of you. Here, mate, we're a wee bit busy here. The future of our sales, right?
the future of our sales right on who gets this stall right here. So, would you mind making this quick? Don't worry, I will. So. Na, was sagt ihr jetzt? Kommt ein Danke über eure Lippen? Zumindest ein kleines. I completely forgot about that. You and me both. Perhaps we let our... Was ist das denn für ein Wort? Kerfuffle? Das ist voll niedlich. Was ist das? Das heißt wahrscheinlich sowas wie querelen oder so. Carry us away. Kerfuffle. Sayback, yeah, I have an idea. There's little point to a competition that's won based on stall position alone. Ich verstehe nicht, warum die nicht einfach ihre Stalls gegenüberliegend, jeweils auf der anderen Seite, aber auf der gleichen Höhe einfach platzieren. Also damit am Ende nicht einer näher oder weniger nah am Eingang dran ist, so. What do you say? Neither of us takes this spot and we set up our stalls on either side. Ja, okay. Genau das, was ich gerade meinte. Ich wusste wirklich nicht, dass er das vorschlägt, aber vielleicht habe ich es unterbewusst abgespeichert, keine Ahnung. So we will right across for each other? Keine Ahnung. That sounds good. Let's go with that then. Sorry to say though, we meant, but I'll be winning this one either way. Oh, Becky, the fact that you're naive enough to think that's possible is one of the reasons you're so charming. I will well believe it. You'll have a brass neck too when I show you it's true. Spannend zwischen den beiden. I should probably get out of here before they get started again. Those were the last 2 slips. I better let Instructor Beatrix know that I've delivered everything. Mach das mal. Aber hier sind auch andere Leute, die ihre Stände hier aufstellen, oder? Die sind doch nicht die einzigen beiden, die darüber diskutieren. Eigentlich müsste man das in großer Gruppe besprechen. Die können sich ja auch nicht über die Köpfe der anderen hinwegsetzen. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie das am Ende aussieht und wie viele Stalls da wirklich aufgebaut sind. Aber die sind auch nicht unmittelbar am Eingang, sondern die werden dann später, ich kann euch das jetzt schlecht zeigen, da hinten bei den Bäumen werden die irgendwo stehen. Naja, die machen das schon. Beatrix, wir sind fertig. I've delivered all the permission slips. Good work. How was everyone? Pretty much exactly the way you described. That made things a lot smoother, actually. I'm glad to see that there's still some use for this old woman's wisdom. Now that you're here, why not have some tea? Have a seat. I'll prepare something special to thank you for your help. Well, it would probably be rude to turn her down now. I'd love some, thanks. Also heißt das, er hat kurz überlegt zu verneinen? Das klang jetzt nicht so begeisternd, ne? Der hat halt die Zeit vermutlich nicht über. This is delicious. It's my special blend. Takes the fatigue right out of you. You've actually learned about a lot of the herbs in there in my class. Is that so? This tea and Sharon's are so different that I can't even compare the two. I almost forgot how fun it is to have tea with someone so young. So tell me, how are things going in Class 7? You're all so busy these days. Yeah, that we are, but our concert is really coming together now. We're doing the final fittings for our costumes today, and tomorrow will be a full day of rehearsal. We are definitely cutting it close, but we're all feeling motivated. There's no way this won't be a success. Oh my, such confidence. Just make sure you don't work so hard you end up having to pay me a visit. Haha, we'll try not to. She really does care about all the students on campus. She even knew a lot about the ones who forgot their slips. Class 7 has accomplished a great deal over the course of a year. It's always a pleasure to learn what you're up to. That said, it seems like you also have a knack for finding yourselves in trouble. I'm certainly not opposed to Instructor Sarah's methods, but she could stand to be a bit more protective. You might be onto something, but that attitude has helped us out before. Which reminds me, you've known her for a while now, haven't you? I've heard that you used to be a medical officer in the army. Is that where your paths crossed? Something like that, yes. Well, I suppose you're all so young that you should get in trouble now and then. But keep in mind that pushing yourselves beyond your breaking point to accomplish something you can't will only end badly. Just like it did for her all those years ago. Understood.
Gracious me, I didn't mean to lecture you like this. Teacher's habit, I guess. And it appears our tea has gotten cold. Perhaps that's a sign that we have to bring this lovely conversation to an end. I suppose so, but it was nice to hear what you had to say, and I'll take it to heart. Glad to hear it. This is your first Academy Festival, so I hope you enjoy the whole thing, preparation included. I will, thank you again. Die ist schon irgendwie so ein Muttchen, ne? Aber so ihre militärische Vergangenheit zeigt, finde ich auch, dass sie durchaus ein Knochen ist, der hart im Leben sein kann, vermutlich, wenn sie das über längere Zeit gemacht hat. Und wir bekommen einen neuen Quartz. So viel zum Thema Qualität der Belohnung. Das klang auf jeden Fall erstmal interessant. Akala Gem haben wir noch nicht. Oh, Defensive plus 80. Nice. Und die Ancient Glyph on top. Das Ding kann auf jeden Fall was. Achso, ja. Wie ich wieder intuitiv rüberwechseln wollte und gucken wollte, ob ich das für irgendwen austauschen kann. Aber es bleibt dabei, dass ich das in Ruhe machen werde. Nur solche Geschichten hier, das ergibt natürlich gar keinen Sinn, ne? Weil dann kann ich die Defensive nochmal deutlich vervielfachen. Aber das machen wir dann, wenn die Zeit irgendwann reif ist. Jetzt ist gerade nicht der richtige Moment dafür. Thank you for your assistance today. I needed the helping hand. I know you're busy today, but don't exhaust yourself. There's no problem with throwing yourself into your work, but just know your limits. Ja, Reen, ne? Nimm dir das mal zu Herzen. Das haben dir in den letzten Folgen mehrere Leute gesagt und irgendwann kommt es vielleicht auch mal bei ihm an. Wir werden sehen. Okay, Frage ist, wo geht's jetzt als nächstes hin? Es passiert bestimmt irgendwas. Wir haben alles abgearbeitet. Aha. Hello, Reen Schwarzer speaking. Guck mal, jetzt sogar mit Nachnamen. Die letzten Male immer ohne. Yo, it's me. Oh, hey Crow, is something wrong? It's not like you to call out of the blue. Well, we've run into a bit of a problem. Turns out our outfits for the concert will be arriving late. They said the earliest they can get them delivered is sometime tomorrow morning. That's not great. I mean, it will be hard to do tonight's dress rehearsal without the actual dress. My thoughts exactly. But don't you worry though. I'm just as crafty as I am handsome, so I've got a plan. Want to head out and pick them up for us in person? Crow, I think the two of us need to go over the definition of plan sometime. You ordered them from a boutique in Heimdall, didn't you? Yeah, someone over there's putting the finishing touches on them right now. They'll be done by this evening, so our whole delivery problem's solved if you just head over there. I do it myself, but I've got some stuff I need to get done. Ja, und Reen natürlich nicht, ne? Crow, du bist der Einzige. Reen schaukelt sich nur den ganzen Tag die Eier und wartet auf Anrufe wie diese. Got it, I'll take care of it. I'll head to the station right now. Wouldn't want to miss the train on something this time sensitive. Whoa there, the train? Come on, man. Don't tell me you forgot about Jellica's parting gift. Oh. You're right. It would probably be faster to get to Heimdall by bike than by train. Okay, bike it is. Besides, if I cut down on my travel time, I can put more work into the festival. Even when I give you something cool to do, you find a way to make it dorky. Oh yeah, you should take someone with you too. You're bringing 11 outfits back here, and that's not exactly going to be easy on your own. That's true. It will be a lot easier with the sidecar too. Okay, leave it to me. Cheers! Okay, I guess I've got a little more wiggle room to help out around here. I'll head to the engineering club to ask George to lend me the bike once I'm done. Ja, eigentlich sind wir schon so weit. Aber das kann das Spiel natürlich nicht wissen. Okay. Ich glaube, ich habe damals Laura mitgenommen. Ich bin mir gar nicht sicher, wer es diesmal werden wird. Warte. Link. Kann ich alle Personen mitnehmen? Warte mal kurz. Ich muss mal kurz. Also, Elisa ist voll. Elliot ist voll. Ich gehe jetzt nur die Charaktere durch, die ich für meine Endings noch brauche. Markias ist auf Level 5. Usis ist auf Level 5. Gaius ist auf 5. Und Crow ist auf der 4. Eigentlich müsste ich Crow mitnehmen. Aber wird der zur Auswahl stehen? Ich weiß nicht. Wir gehen mal gucken. Warte mal. Ja, George ist auch eingezeichnet. Ich könnte mich jetzt auch porten, aber ich habe keinen Bock.
Ich treffe bestimmt eh wieder nicht die richtige Taste und dann ärgere ich mich und dann kommentiere ich das zum x-ten Mal und am Ende haben wir zeitlich so gut wie gar nichts gewonnen und deswegen einmal durchgerusht. Hallo, wer sind Sie? George gehört jetzt mir für einen kurzen Augenblick, okay? So you might get an error at this screen here. Right, what should I do if that happens? Okay. Ich meine, deren Anliegen sind ja auch wichtig. Wir brauchen ja nur ganz kurz das Bike. Ne? Dann sind wir auch schon wieder weg. Im wahrsten Sinne. Irene, I heard everything from Crow. I just finished up with the maintenance on the sidecar too, so you're welcome to use it whenever you'd like. Thanks, I'll do that. Haha, Angie left it to you, so think of it as your bike now. You can take it out for a spin whenever you feel the need for speed. Thanks, George. Cool. So yeah, sometimes you'll see an error show up here, nicht there. Right, so then bla, das kennen wir alle schon. Haben wir gerade schon mal gehört. Und wie starte ich jetzt das Bike? Einfach rausgehen und raufsetzen, vermutlich. Ich bin ja sehr gespannt, ob ich Crow mitnehmen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich bis zum Spielende den überhaupt noch auf Level 5 gehievt kriege. Kein Plan. Hier ist Angelicas Bike. Es ist dein Bike. Hast du George gerade nicht zugehört, mein lieber Reen? Stay at the Academy for now. Head to Heimdall. Wir haben doch ja alles, oder? Wollte ich hier noch irgendwas machen? Nein. Wir düsen jetzt rüber. Mir wird wahrscheinlich unterwegs einfallen, was ich hier noch tun wollte. Ich schätze mal, wenn wir zurückkommen, werden wir schon in der Evening-Zeit sein. Okay, looks like everything's in work. Was? Das ging gerade automatisch weg. Ich war noch nicht fertig. Crow did say I should take someone else along to give me a hand. Not sure how busy everyone is, though. Let's see. Who should I try asking first? Aha. Okay. Crow steht hier nicht auf der Liste. Schade eigentlich. Den hätte ich mir jetzt irgendwie rangeholt. Ich weiß halt auch nicht, ob diese Entscheidung auch irgendwas mit dem Freundschaftswert dann am Ende macht. Oder mit dem Beziehungswert oder wie auch immer. Ich würde einfach Alisa mitnehmen. Das ist die einzige Dame, die ich in meinem ersten Spieldurchgang nicht auf Maximum hatte. Deswegen nehmen wir sie mal mit. Alright, might as well see. Alright, might as well see if they're free. Hey, it's Rain. I've got a little favor to ask. Mal schauen, worüber die zwei sich unterhalten. Ich hoffe, Alisa freut sich. Weil im Stress sind sie eigentlich alle. Vielleicht hätte Milliam ihre Kekse mitgebracht, wenn wir sie mitgenommen hätten. Hehe, what a nice breeze. I've always figured that Angelica's bike would be something special. If I let her soup it up the way she wanted, it would be unsteerable by human hands. Anyway, are you sure you're okay to come out with me? The lacrosse club's supposed to be preparing the field, isn't it? Hehe, it's no trouble. We were almost done anyway, and Ferris and the second years agreed to finish the rest. Besides, if I'll be wearing one of these outfits on stage, I might as well be there when we pick them up. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, dass ich irgendwie Stimmen gehört hätte, aber den Song im Hintergrund, den kennen wir ja. Ich dachte kurz, vielleicht ist mein Headset zu leise eingestellt und das ist hier irgendwie doch synchronisiert, aber ist es nicht. True, you're one of our backing vocalists, so I'm sure you'll catch a lot of eyes. This is some vehicle, though. You can really tell that the Ruhr Institute of Technology had a hand in developing it. Wie sie das Thema gerade gewechselt hat, so ganz abrupt. I think trains are too convenient for bikes to break into the mainstream, but I can see them developing a cult following. Only you would give the bike a technical and marketing analysis. It sure beats you asking about the outfits, though. Gut erkannt. Did you say something? Okay, sie ignoriert das ganz bewusst. That was just the wind. Natürlich. Aber sie weiß doch noch gar nicht, was sie tragen soll. Also, was sie tragen wird. Aber ich verstehe auch, dass sie sich Sorgen macht, nachdem wir die ersten Gespräche zu dem Thema bisher liefen. Aber einfach mal ausblenden, Alisa. Einfach mal ausblenden. Und auf Heimdall konzentrieren. Und auf das kleine Mini-Date, was du gerade mit Reen hast, ne? Zwinker, zwinker. Auch die Quality-Time, die ihr zu zweit genießen könnt. Auch wenn ihr wegen Business hier seid, aber trotzdem. Wenn ich das sehe, muss ich immer an die Mafia-Spiele denken.
Weiß ich nicht, einfach weil die Straßen, die Autos, mich erinnert das alles so sehr an Mafia einfach. Also Teil 1 und 2 habe ich nur gespielt, 3 kenne ich nicht. Le Sage. Kennen wir gut diesen Laden? Sind wir ja schon ein paar Mal Gast gewesen. Haben, glaube ich, auch schon Geld hier gelassen. Sorry to make your kids come all this way to pick these up. I think you'll be pretty happy with the way they turned out, though. Na, hoffentlich. Fantastic. I can't wait to see them. Thanks for getting them done on such short notice. This was no sweat compared to what Crow put me through last year. He had me working like a madman. Last year's concert was great, though, so you can bet that I'll be there to see if your kids can top that. Gerne. Wir sind gespannt auf dein Feedback. Oh, by the way, are you the girl on rhythm guitar? You've got a kind of natural elegance to you. Couple that with the outfit and you'll be a real sight to see. So what exactly do these outfits look like, Reen? Well, you'll see when we get back. Er wollte ja wahrscheinlich gerade ein Kompliment machen, aber ich weiß nicht. Da würde ich an Alisas Stelle mir wahrscheinlich genau die gleiche Frage stellen. Aber die tragen ja alle das Gleiche. Also, so wie er das gerade formuliert hat, klang das so, als würde je nach Instrument und je nach Musiker jeder was anderes tragen. Aber ich glaube, das war nicht so. A bird. Kommt einem ein bisschen bekannt vor, wenn man sich die Farben etwas genauer anguckt, oder? What the... Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mal, ob die Person, mit der ich den Vogel assoziiere, ob es da den Zusammenhang auch gibt. Es ist echt traurig, ne? Ich habe im letzten Jahr das Spiel schon durchgespielt und kann mich trotzdem an so Details nicht mehr erinnern. Reen, are you still with me? You just started zoning out. Oh, it's nothing. There was just a strange bird on that lamppost over there, that's all. Strange enough to get you daydreaming? Yeah, actually, I've never seen a bird with feathers that color before. It was a really deep blue, almost like lapis lazuli. Oh wow, that does sound strange. I wonder what a bird like that is doing in the middle of a big city. Who knows? Oh, what do we have here? Misty. Is she an acquaintance of yours? Hör mal genau hin, Alisa, dann wirst du sie vielleicht auch einordnen können. Her voice sounds kind of familiar though, sage ich ja. It's been a while, hasn't it, Reen? And thanks for not using my real name. Da steht noch jemand daneben, falls du irgendwie deine Identität bewahren willst, aber vielleicht ist das auch nicht so wichtig. If people here in the capital were to overhear you, I'd be drowning in fans in no time flat. Sure, Mom's the word. Fancy meeting you here, though. I assume you're here to shop? You guessed it. This store does have a branch in Trista, but this one has a much better selection. What about you? Why are you lugging 2 suitcases around? Here, you two getting a jump start on a romantic weekend getaway? Ey, wie wirklich alle immer darauf anspringen. Sobald du mit einer Person des anderen Geschlechts unterwegs bist, wirst du nonstop darauf angesprochen, dass da irgendwas läuft. Es ist einfach nur belastend. Gibt es in dem Spiel keine Freundschaften zwischen Männern und Frauen, Jungs und Mädchen? Muss das immer gleich in die Richtung gehen? Oh Mann. Und immer müssen sie sich rechtfertigen. No way, never. Let me explain. Hast du gerade never gesagt, Alisa? Meinst du das wirklich so? Reen told Misty about coming to collect their outfits. Wow, a concert, huh? That sounds like a blast. I'd love to drop by the festival and see it myself. I might be able to go if I can free up a bit of space in my schedule. It would be great to have you. Although I can't imagine a professional like you would be terribly impressed. Oh, don't be silly. Great music comes from the heart. Whoops, lost track of the time. I better get going. Well, bye for now. Be sure to tune in tomorrow. Of course, I always do. Cool.
Ich dachte nämlich damals, dass sie mit dem Vogel irgendwie in Zusammenhang steht, weil als wir sie das erste Mal in ihrem Diven-Outfit, sage ich mal, angetroffen haben, da hatte ihr ganzes Kleid eine ähnliche Farbgebung wie der Vogel gerade eben. Tomorrow's broadcast? What was she talking about? Was? Du bist kein Radio Trista-Hörer, Elisa? Was ist da los? And what was all that talk about her real name? Okay, sie hat sie tatsächlich nicht erkannt. Let me start from the beginning. Rin explained how he knew Vita Clotilde and her radio alter ego Misty. Wait, that was the Misty from Abendheim? Wow, I never would have guessed that Vita Clotilde and Misty were one and the same. You'd think it would be obvious since their voices are so famous, but it's pretty hard to tell. Hold on, tomorrow's Friday, isn't it? They only broadcast Abendheim on Sundays. You're right, maybe she's going to appear on some other show? Well, it doesn't matter. We should head back to Trista. I'm sure everyone's waiting for us. Good idea. We still need to try on our outfits too. Yeah. But before you go, you have to promise not to get mad. What kind of outfits did you design? Jetzt machen sie uns alle aber neugierig mit diesen ganzen Anspielungen. Aber guck mal, für den Bond war das hilfreich. Das ist doch schon mal viel wert. Ich finde es auch komisch. Also das Spiel wollte einem wahrscheinlich suggerieren, dass es irgendwie ominös ist, dass sich Vita Clotilde, obwohl sie heute keine Abendtime-Show hat, dort aufhält. Aber hallo, darf sie ihr Haus nur verlassen oder ihre Bude, wenn sie arbeiten geht? Oh, da ist die Kamera aber ganz schön verdächtig nah an ihrem Rock dran gewesen. Was willst du uns damit sagen, Kameramann? Wir wissen, dass die Röcke sehr kurz sind bei den Mädels hier. Das ist bekannt. Da reiht sich das Spiel ganz gut ein in viele andere japanische Spiele. Also alles nichts Nennenswertes im Grunde genommen. Nennenswert wäre es, wenn wirklich irgendwann mal ein Stück Hintern durchblitzen würde. Das habe ich tatsächlich bisher in der Form, glaube ich, nur in Star Ocean 5 gesehen. Aber da haben die es auch drauf angelegt. Da hat die eine Person, von der ich rede, auch keinen ganzen Rock, sondern das hört irgendwie so, weiß ich nicht, auf der halben Arschbacke hört das dann auf. Ja. Und da hat wahrscheinlich jeder schon mal versucht, mit der Kamera ein bisschen irgendwie runterzugehen, weil es ist einfach so, das Spiel lädt einen förmlich dazu ein, das entsetzt oder vergnügt, je nachdem, zu beobachten, wie das ein oder andere Outfit designt ist. Aber ich finde den Charakter trotzdem cool. Und ich spreche von Fiore aus Star Ocean 5. Wer es gespielt hat, wird wahrscheinlich direkt gewusst haben, auf wen ich anspiele. Ja. Sehr, sehr interessant. Wow, these are actually really nice. Huh. They're a bit more revealing than I would have chosen, but at least the design itself is reasonably tasteful. Yep, not bad. And the black makes us look all classy, too. Oh, what am I even doing in this getup? Mit offenen Haaren und schön mit Strapse. Ich finde das Outfit so schön. Wow! That makes your boobies look even bigger! Wow, you look stunning. That's seriously hot. Oh, I knew I shouldn't have trusted the boys. I think it's perfect, and letting your hair down adds just the right amount of mystique. Nice work on the styling, Sharon. Thank you, my lady. I think you all look beautiful. Wow, you all look even better than I was hoping. Die Herren aber auch. Well, you all look the part of dashing gentlemen yourselves. It seems like you took your inspiration from the traditional dress of the imperial court. You look like rejected princes from a children's book. But it kind of works. I feel a little bad for you guys. Your uniforms don't have those little personal touches like ours do. Well, considering the time we had to work with, we had to settle for all us guys just wearing the same thing. No one's gonna care what the guys are wearing. It's better to bring out each girl's charms and let the boys just sort of fade into the background. That's called knowing your audience, boys and girls. I see how it is. We're all different heights and have different hair colors, so I think we're better off with a standardized look. I'm no stranger to cuffs, epaulets, and overdone embroidery.
But it looks preposterous to see you wearing such finery, even if it is just a costume. Hey, I didn't ask for this. What sane man would want to dress like a noble? Besides, I hope you haven't forgotten that we'll be singing in these outfits together. Sadly, despite my earnest attempts, I haven't. All right, are you ready to practice the night away? We've only got a day and a half left, and that's if you include today. No time to waste. And that's why none of us are leaving this building until we can do a perfect run-through of our whole set. I don't think he's going to take no for an answer. You're like a drill sergeant when it comes to music. I hope you're not starting to take after Nightheart. We're not sleeping tonight, are we? I'll be sure to bring you all a nourishing dinner later this evening. That's not the problem here. Well, I suppose there's not much more we can do than buckle down and give it our best shot. Fine. I suppose I'll just have to cast my shame to the wind and go through with it. Aww. It's not like I want to wear an outfit like this, but I might never get a chance again, so come on, Emma. Just grin and bear it. Emma? Oh no, I think we broke Emma. Maybe we ought to leave her be for a while. I think we broke Emma. Oh, herrlich. Ich liebe diese Szene. Und diese Outfits. Also, ich finde, das Spiel wird zu keinem Zeitpunkt coolere Outfits auftischen, als das, was wir jetzt hier gerade gesehen haben. Ich liebe, 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 was die Mädels tragen. Es sieht einfach so unfassbar cool und schön aus. Und ich feiere das. Und ich feiere auch Emma mit offenen Haaren, denn auch das steht ihr ausgezeichnet. So, ich speichere das Ding mal ab und dann gucken wir weiter. Und da ist auch schon der nächste Tag. Also nichts mit Evening und nochmal Bonding Points kriegen und hast du nicht gesehen. Wir sind direkt am Tag 2 unterwegs. The first thing the next morning, we got together and rehearsed our performance again and again. Haben sie die Nacht etwa durchgemacht? Wir sind sehr gespannt aufs Endergebnis. Klasse 7. Klasse 7 klingt so nach Grundschule irgendwie, oder? Auch wenn es eigentlich schon Oberschule ist auf dem Papier, aber... Bleiben wir bei Class 7. Na, wie geht's voran? Habt ihr eine perfekte Runde mal abspielen können? Können wir vielleicht einen Sneak Peek kriegen? Ah. Guck mal. Aber die haben nicht ihre Bühnenoutfits an. Und Crow steht daneben und feuert an. Sehr schön. Ach, cool. Sogar Sarah ist vorbeigekommen. Ah, ich weiß nicht. Irgendwie gönnt man denen das halt von Herzen, dass das gut läuft. Ne? Also ich habe zu dem Zeitpunkt im Spiel damals schon alle Charaktere komplett in mein Herz geschlossen und so viel Liebe inzwischen über für diese Klasse und für jeden Einzelnen. Ich bin sehr gespannt, wen wir in den nächsten Teilen von Trails of Cold Steel überhaupt noch zu sehen bekommen und ich hoffe, dass es alle sein werden. Meanwhile, preparations for the festival continued steadily under Student Council President Towa's watchful eye. Ah, guck mal. Hier sehen wir das, was Bridget vorbereitet hat mit ihrer Klasse. Mit dem Sternenhimmel. Das letzte Paket, das wir abgegeben haben. Das sieht voll schön aus. So Margarita hofft, irgendwann mal einen Typen reinzuholen. Das hier ist das Kartenspiel Feature, sage ich mal. Gates of Avalon oder so. Wie auch immer die das genannt hatten. Ach, das bekommen wir jetzt alles einmal zu sehen. Das hier ist, glaube ich, mein Favorite. Das ist dieser Teegarten, wo es nur ums Essen, Trinken, Konsumieren und Erholen gehen soll. Also all die Dinge, die toll sind und die man gerne macht in der Regel. Das hier kennen wir ja. Den Raum haben wir ja auch schon mal gesehen. Hoffen wir, dass die Maschine wieder läuft. Da wird es dieses Mishi-Mini-Spiel geben, für das Monk zuletzt auch eine ganz gute Werbung platziert hat im Radio. Das ist natürlich die große Operetta von Class 1. Das wahrscheinlich aufwendigste Projekt. Also neben unserem vermutlich, aber ja. Hier vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Aufwand drin, keine Ahnung. That was perfection itself. Indeed, victory is as good as ours. Tja, meanwhile, our rivals in the other classes put the finishing touches on their own contributions to the festival. However, ja.
However, ... Ich weiß nicht, ich rechne dann immer mit einem miesen Plot-Twist oder einer Stimmungswende oder so, aber alles gut. Ho, 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 it looks like this year's festival will be even more lively than last year's. An ill wind blows from the east, and ominous clouds still hang over our fair country. But young people have their whole future ahead of them. They are to pursue their dreams with excitement, with passion, just as they always have, and as they likely always will. I certainly agree. It's good to be young. I was once full of vim and vigor, so were you, Prince Olivert. Well, he never really lost the spark. Even His Highness and that fool Osborne were boys once. Indeed. Ja, so wie wir alle, ne? Auch Sarah, die sich jetzt hier ransneakt. I'm back from my patrol. Thank you, Sarah. It looks like everything will be finished by the end of the day. Instructor Beatrix, my apologies, I had no idea you were here. You really don't need all the formality, or the salute for that matter. You've accomplished more than enough since we first met to stand proudly on equal footing with me. But you saved my life, kinda hard to trump that. And if it weren't for you, I wouldn't have had the opportunity to join the guild either. Okay, sie ist ja also hat ihr viel zu verdanken mit Blick auf die letzten Jahre, Jahrzehnte. It's hard to believe it's been 10 years since then. My, how time flies. Hey, you're quite a popular figure on campus. Weren't you also Neidhart's superior at one point? With all due apologies to Heinrich, perhaps I ought to put you forth as my replacement when I retire. I'm all for that. I couldn't possibly. Still, considering the direction this country seems to be headed, I'm worried about what will become of this academy in the next year. So am I. Have you heard anything from Major Neidhart, sir? Not thus far, unfortunately. He did state his intent to return in time for the festival, however. I see. I've been hearing some concerning reports from the Guild in Crossbell recently. I don't doubt it. We're likely on the cusp of a significant change, whatever that change may turn out to be. But in spite of what the future may hold, our duty remains the same as it's always been. Yeah. Well said, Instructor Beatrix. I ask of you, Idios, and Drygood's the Lionheart. Grant these young people your protection and your courage, and guide them as they enjoy this festival, that no harm may come to them. And guide them as they enjoy, ja. Naja, mal gucken, ne? Ob's so friedvoll abläuft, wie wir uns das alle wünschen. At the time we were so caught up in the festival preparations that we had no way of knowing that behind the scenes, countless adults were looking out for us, helping ensure that we'd get to enjoy the fruit of our hard work. Jeder Support ist willkommen. Jede Unterstützung. Worauf auch immer das hier gerade angespielt hat. Aha. Yeah, we did it! That was our best yet. I feel like we were really giving everything we had with that one. I need a rest. The only question now is whether we can do that in front of a hall full of people. Don't worry, we'll be fine. We prepared as much as we can. It's all in the goddess's hands now. Maybe you're right. But when you put it that way, it sounds like no matter how much work we put in, it all comes down to luck in the end. If that's the case, we'll just have to coerce luck into staying on our side. Nice work, guys. I think we're right where we want to be. You play like you did just now for the actual concert, and we'll be golden. Thanks for all your help, Crow. If you're satisfied, I think our audience will be too. What time is it even? Only 3 p.m. Wow, I thought it was evening already. Well, no one could accuse us of not being focused enough. I just want to go back to the dormitory and bury my face in my pillow. Rest? Oh, no. No time for that now. See, the best concerts always have 2 aces in the hole. An unexpected surprise and an encore. Now that we've finally got the basics down, we can try pulling off something that'll pave our road to victory. What? Surprises? An encore? What?
Please tell me you're just kidding. You are, right? Wait, we're not seriously doing that. I thought you were just joking. Now, hold on just a minute. You aren't seriously suggesting that we add another song, are you? Ding ding! He can be taught! Don't worry your pretty little heads, though. As soon as you hear what I've got in mind, you'll be all in on this. I've got a nice, simple tune in mind that everyone's heard, and most people probably even know the lyrics. Anyway, we haven't got much time to prep, so how about we get right down to business? You're a slave driver. You killed her! Hang in there, Emma. I think Crow's more fired up about this than anyone else, even me. He's taking us on a ride one way or another, so we might as well just strap ourselves in. Ja, arme Emma. Die tut mir trotzdem ein bisschen leid. Aber Milliams Kommentare sind ja einfach immer irgendwie die treffendsten. Vor allen Dingen, wenn es um Emma geht. Und wenn es nicht gerade um ihre Brüste geht. Das finde ich manchmal ein bisschen unangenehm und over the top. Aber naja, sie ist jung, sie macht ihre Späßchen. Und ich glaube, Emma verübelt ihr das auch nicht. Insofern ist das okay. So, also auf zum Rehearsal für Song Nummer 2. Ich weiß, wer heute Abend tot ins Bett kippen wird. Wenn die überhaupt noch zum Schlafen kommen heute. Aber es ist schon dunkel. Das heißt, sie haben jetzt vermutlich den ganzen Tag über durchrehearselt, wenn man so will. Aber guck mal, die ersten Stände stehen schon. Langsam nimmt das hier Farbe und Form an. Still hard at work, I see. Oh, hey George. It sounds like you managed to finish all the difficult stuff, huh? Yep, it wasn't easy though, but I think it will be worth it in the end. This year's festival is shaping up to be even more fun than last year's. Really? You're worried about Angie, aren't you? Yeah, I'm sure she'll come through for us. But with what's happening in Crossbear right now and all the terrorist attacks in the last couple months, it sounds like this country's got some tough times ahead of it. I started to think maybe she might not make it. Always a possibility, I guess. But you know what? Even knowing that, I don't feel worried. Thinking of how much fun we're gonna have these next 2 days, I just can't imagine Angie missing a good party. Yeah, you're right. You really do. Really do what? Never mind. Na, never mind. Nicht ha, never mind. Oh yeah, it looks like Class 7's still at it. I wonder if they're still practicing. I don't know. I looked in on them this afternoon and it seemed like they were basically done for the day. Still, they've got Crow as their producer, so you know, there's always that little bit of worry in the back of my mind. Now that you mention it. Whoopsie, looks like we're a little late. Wer ist we? Ah, die gesamte Klasse hat sie mitgebracht. Reen? Vor allen Dingen Reen. Die ganze Klasse steht vor dir und sie sieht wieder nur Reen. What happened to you guys? You look exhausted. Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Das wird keiner abstreiten aus der Mannschaft. Außer vielleicht Crow. I can't believe we made it through alive. That was like torture. Tja, da war Neidhart ein Klacks dagegen mit seinem Schwimmtraining, wa? I'm so tired, I'm gonna call Lemmy. Don't you dare. Celine. Grandmother, die pennt schon im Stehen ein. Guck mal rechts, oh Gott, wie niedlich. Emma, you can't just sleep out here. At least summon up the energy to get back to your bedroom first. Das wäre nicht so ganz verkehrt, vermutlich. Vielleicht kann sie ja Reen auch Huckepack nehmen. Are you all okay? All finished with the concert rehearsal then? Just about. We were cutting it pretty close though. Now all that's left is to see how it all goes over in front of an audience. I'm sure we'll be fine. A wind of blessing will blow on us. You look like you rehearsed till you dropped, literally. You all should feel proud. I've seen how hard you've worked. That's great to hear. I can't wait to see you guys play live. I've got a feeling you're set to impress. Könnte passieren. Oh.
Oh, what? Gutes oder schlechtes Zeichen, wenn man in den Himmel guckt und oh sagt? Kann beides sein. Ach so, das oh galt nicht im Himmel, sondern der Aufbereitung hier draußen, vermutlich. Wow. It looks like they've got all the decorations put up now. You can really feel the excitement in the air. Looks like it's gonna be even livelier than last year. That's fine by me. George and Toa, thank you both so much for all the work you've put in helping the festival go forward. So, same to you, man. You guys have been pedal to the metal all the way, especially these last couple days. I'm ready to have some fun tomorrow. Make sure to let loose. You've earned it. Ich glaube, so ganz locker sind sie erst, wenn der Auftritt vorbei ist. Hang out in the dormitory. Stay in your room? Nö. Wir machen alles wie immer. Wir wollen ja wissen, wie es unseren Leutchens hier so geht. Ein Tag vorm großen Tag quasi. Ist doch schon morgen soweit, ne? Wir waren jetzt an Tag 2 von insgesamt 3. Oder gab es 3 Preparation-Tage in Summe? Nee, das waren 2 Preparation und dann Festival, oder? Keine Ahnung. Die werden es uns bestimmt erzählen. Wow, wow, don't tell me you 6-time field study champs got your butts kicked by a little practice. Come on, where's all that youthful energy? You've got another year before you're an old man like me. This is mostly your fault, you know. Hey, no, I just don't want you guys to come crying to me later because I didn't push you to go all out, so rum. Though, to be fair, I was just gonna leave things as they were if I didn't think you'd all be able to keep up. But hey, you did, just like I knew you would. Crow, thanks. Hey, it's a little early to be thanking me just yet. You've gotta actually pull it off on the big day. Ja, werden wir schon. All that's left is for you guys to pull it off when the chips are down. Make it a performance you'll never forget, okay? Das ist der Plan. Und wenn er nicht gewesen wäre, würde das Ergebnis vermutlich ein schlechteres sein, ne? Muss man ganz klar so sagen. Oder ein nicht so gutes, also schlechteres klingt schon wieder so negativ, aber ihr wisst, was ich meine. Dass die beiden hier im Gang stehen und sich miteinander unterhalten, das hätte man vor einer Weile auch nicht für möglich gehalten, oder streitet ihr gerade? Listen up, users. The success or failure of the guy's part depends entirely on us. So don't even think about screwing this up. You're the last person who should be reminding me of that. While we're exchanging advice, try not to get too overzealous on stage. We don't want you to squander all our hard work. I know perfectly well that what I should and shouldn't be doing on stage. These two never do change, do they? But at least they're arguing in sync. The concert should be a breeze if they can keep this up. Ich mache mir da ehrlich gesagt wenig Sorgen. I'm amazed you'd even waste your breath on such a statement. I'll do my part to lead us to success. All you need to do is follow the trail I blaze. Ja, das wird schon. Das wird schon. Müssen jetzt nur noch alle gesund bleiben und motiviert und ein bisschen schlafen und dann wird sich der Rest schon von alleine regeln. Good grief, he has a comeback for everything. I guess I have to cover for him while we're on stage. Ja, macht das mal unter euch aus. Ich werde hier für niemanden Partei ergreifen. Ist ja auch nicht notwendig, denn wir agieren ja als Team. Hello, Gaius, na? Thomas planning on coming for a visit the day of our concert. Your sister's coming too, isn't she? Na, hoffentlich, yeah. She got in touch a while back to tell me she'd be there, rain or shine. With family in the audience, we have that much extra pressure to impress. Ain't that the truth? We've gotta step it up and be the cool big brothers this time. You said it. Das werden wir. Thomas said he'll be coming with his friend Charles on the second day. Ich erinnere mich noch an die schöne Sidequest, die wir hatten. Wisst ihr noch, mit dem Scarf und der Lieblingsfarbe und so. We've both got younger siblings visiting, so it's our responsibility to show them a good time. Ja. Also ganz ehrlich, selbst wenn wir nicht perfekt abliefern würden, hätten unsere Familien wahrscheinlich trotzdem eine gute Zeit und wären trotzdem stolz auf uns. Also, ich meine, damit steht und fällt ja nicht unser gesamtes Leben und unsere Zukunft und alles und überhaupt. Phew, pretty rough day today, huh? Hard to believe our concert's only 2 days away now. Also doch, morgen haben wir nochmal einen Preparations-Tag.
So verstehe ich ihn. We've been rehearsing like crazy right up to the start of the festival, so I'm not surprised. But thanks to that, I'm pretty sure our performance will measure up to a certain someone's sky-high expectations. I have no idea who you might be referring to, but honestly, I've been putting in crazy amounts of practice myself. With all our work, there's no way our performance could be subpar, super, keine Ahnung, also schlecht eigentlich, ne? Those rehearsals were kinda grueling, yeah, but you all pulled through like champs in spite of that. With all our work, there's no way our performance could be... Da ist schon wieder dieses Wort. Ich rede mal lieber nicht weiter mit ihm. Der benutzt komische Wörter. Die kann ich nichts anfangen. So, wir gehen einmal nach oben. Wobei, nee, wisst ihr was? Wir gehen einmal nach unten. Denn unten stehen weniger Leute oder sitzen, je nachdem. Ah, guck mal, 3 sogar. Das ist mehr, als ich gedacht habe. Ah ja, Celine ist auch wieder am Start. Oh, Celine, you came too, huh? Hope you cheer us on during our performance as much as a cat can anyway. Eigentlich könnten wir sie ja fast ins Bühnenbild auch mit einbauen, ne? Das wäre es aber, glaube ich, zu wenig kontrollierbar. Wobei Emma könnte da bestimmt was regeln. So, how does it feel having all your festival preparations finally finished? I'll bet you're looking forward to tomorrow. Also jetzt doch morgen, oder was? Schon. I really am. I'm really curious to see what all the other classes have put together too. Well, having fun is what school festivals are all about, so I hope you have a great time. You've earned it. I'm really looking forward to seeing your concert too. We do our best to make it one for the school history books. Da ist aber jemand ambitioniert. You're looking spry, Reen. Care for an ice cold beer? Wie sie ihm schon wieder versucht, Alkohol anzudrehen. The pre-festival party's just about to begin and I can show up totally sober. Maybe some other time. Try not to get too drunk, okay? Ich glaube, es ist fast zu spät. Aber sie wird das schon machen. So, Sharon, was haben Sie noch uns mitzugeben? Außer, dass sie uns wahrscheinlich auch ganz viel Mut und Glückwünsche zuspricht und dass sie überzeugt davon ist, dass alles perfekt ausgehen wird. It is very apparent that all of you have poured everything you have into this festival. So much so, even, that it took you all a while to even notice that I had brought you dinner. We really were practicing like our lives depended on it. It was still delicious though. I think it was the reason we were able to keep practicing for so long. I am pleased to have been able to be even slightly of assistance. I have every intention of being there for the concert, so I wish you all luck. Thank you. I shall be present at the festival to assist with operations. Do feel free to call out if you see me around. Das werden wir. Also bei mir wäre ja Ende Gelände, ne? Wenn ich eh schon müde bin und dann auch nochmal irgendwie leckeres Essen vorbeikommt. Also ich wäre wahrscheinlich auf dem Boden eingepennt. Aber die sind ja auch alle ein bisschen jünger hier als ich. Deswegen macht die Physis das vermutlich eher noch mit, als es bei mir der Fall wäre. Ich vergleiche schon wieder Äpfel mit Birnen. Gut, ihr Lieben, wir werden in der nächsten Folge hier nochmal mit den Mädels sprechen. Auf der obersten Etage. Und dann wird vermutlich auch der große Tag schon anbrechen. Eventuell bekommen wir die glorreiche Performance, auf die wir schon so lange hingearbeitet haben, endlich zu sehen. Es könnte aufregend werden. Für heute verabschiede ich mich aber erstmal, wünsche euch einen wundervollen Resttag, bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!